Ein jedes Gesellenstück benötigt mindestens einen Schubkasten. Ich habe bei mir gleich 3 verbaut, wobei jeder anders aufgebaut ist. Der erste Schubkasten ist hängend auf Holzleisten geführt, komplett aus Ahorn mit halbverdeckter Schwalbenschwanzzinkung. Der zweite Schubkasten wird auf seiner Unterseite mechanisch geführt, mit einem kugelgelagerten Vollauszug. Das Vorderstück wird mit Dübeln befestigt, die Seiten und das Hinterstück verbinde ich mit Fingerzinken. Der dritte im Bunde hat einen Rahmen mit Glasfüllung zur Front, den habe ich in Teil 3 behandelt. Ansonsten sind die Schubkastenteile aus belegter Tischlerplatte mit Massivholz-Einleim angefertigt, die mit Lamellos und Dübeln verbunden sind. Der Kasten ist genau wie der zweite mechanisch geführt. Alle Böden sind eingemietet. Die Zinkungen mache ich ganz klassisch von Hand. Mit einer sehr feinen Dosuki Japansäge fange ich mit den Fingerzinken an. Die sind die so ziemlich einfachste Art der Zinkung. Die Schnitte sind alle gerade in 90 Grad und man muss nur auf die korrekten Abstände achten. Wenn alles eingeschnitten ist, werden die Teile ausgestemmt. Dafür mit ein paar kräftigen Schlägen die Fasern durchtrennt und dann an der Stirnseite eingeschlagen und herausgebrochen. Wichtig ist, die ersten kräftigen Schläge nicht direkt an der Linie anzusetzen, wo man auch enden will. Man arbeitet sich dort langsam mit immer feiner werdenden Schritten hin. Gegen Ende schnitze ich mit dem Stemmeisen mehr, als dass ich stemme. Die ersten Zinken waren so schon ziemlich schnell gemacht. Die Teile lassen sich gut zusammenstecken. Die Front befestige ich jetzt mit Dübeln. Dafür bohre ich in die Seiten 4 Löcher. In diese Löcher stecke ich dann kleine Metallstückchen. Die haben den Durchmesser der Dübel und in der Mitte einen kleinen Dorn. Wenn man den Schubkasten jetzt zusammensteckt und die Front einmal so auflegt, wie sie sitzen soll, kann man mit diesem kleinen Dorn markieren, wo die Dübellöcher in der Front sitzen müssen. Und so ist der erste Schubkasten schon fertig. Die Griffmulde in der Front habe ich auch von Hand ausgeschnitten. Dafür habe ich mir den Ausschnitt erst einmal aufgezeichnet und dann mit jede Menge Einschnitten das Holz geschwächt. Danach stemme ich die Stücke aus. Hier gilt wieder die gleiche Regel wie bei den Zinken. Nicht sofort die 100% gehen, sondern bei etwa 90% beginnen und dann rantasten. Ich habe die Fasern vorher schon einmal mit dem Streichmaß und Markiermesser durchtrennt. So habe ich eine bessere Bezugslinie und das Holz splittert mir nicht an der Kante.
Schluss noch alles glatt und rund geschliffen, fertig ist die Front mit Griffmulde. Jetzt kommt die Königsdisziplin, die Schwalbenschwanzzinkung. Eine Schwalbenschwanzverbindung besteht aus 2 Brettern, in die auf einer Seite die Schwalbenschwänze und auf der anderen Seite die Zinken eingebracht werden. Schauen wir uns diese Teile einmal genauer an. Die Verbindung ist formschlüssig, das heißt, ein Verleimen ist nicht einmal zwingend notwendig. Diese Formschlüssigkeit gilt in 2 Richtungen. In der dritten Achse lassen sich die Teile auseinanderziehen. Deshalb eignet sich diese Verbindung auch so gut für Schubkästen. Die Formschlüssigkeit wird durch die Form der Schwalben und Zinken erreicht, speziell die Winkel der Teile. Schaut man sich im Vergleich dazu Fingerzinken an, wirkt die Formschlüssigkeit nur in einer Achse. In den anderen beiden Achsen kann man sie einfach auseinanderziehen, sofern sie nicht verleimt sind. Die Schwalbenschwänze könnten jetzt eigentlich recht zufällig ausgeführt werden. Die genaue Position, der Winkel, die Breite der Schwalben und Zinken, die Anzahl oder auch die Symmetrie und Gleichmäßigkeit, das alles könnte man frei wählen und die Verbindung würde funktionieren. In der Schule wird eine genaue Einteilung gelernt. Ich nenne sie mal die Normzinkung. Mit ihr erhält man immer eine gleichmäßige, symmetrische Erscheinung, die gleichzeitig die wirkenden Kräfte ideal verteilt. Die Breite eines Schwalbenschwanzes, in der Mitte gemessen, entspricht dabei genau seiner Höhe und die Breite eines Zinken genau der Hälfte davon. Und wie setzt man diese Theorie jetzt in die Praxis um? Wenn das hier das Brett ist, in das ich meine Schwalbenschwänze einbringen möchte, markiere ich mir als erstes die Brettstärke des Gegenstückes als auch die Hälfte davon. Dafür benutzt man ein Streichmaß. Als nächstes muss man dann herausfinden, wie viele Schwalbenschwänze man eigentlich einbringen sollte. Das kann man bei kleineren Stücken rein intuitiv machen, bei größeren Stücken wendet man für eine gleichmäßige Einteilung lieber eine Formel an. Bei einer Normeinteilung hat die Mitte des Schwalbenschwanzes die gleiche Breite wie Dicke, also eine quadratische Fläche. Dafür nimmt man die Breite des Brettes und teilt es durch 3 mal die halbe Brettstärke. In meinem Fall bedeutet das 80 mm, also die Breite des Brettes, geteilt durch 3 mal 0,5 mal 16, weil das Brett 16 mm stark ist. Als Ergebnis erhalte ich 3, Periode 3, heißt abgerundet 3 Schwalbenschwänze. Um das jetzt an die richtige Position zu zeichnen, muss man das Brett in gleichmäßige Teile einteilen. Bei dieser gleichmäßigen Einteilung nimmt ein Zinken immer einen Teil ein, ein Schwalbenschwanz immer 2 Teile, gemessen an ihrem Mittelpunkt. Das klingt erstmal komisch, macht aber gleich Sinn. Zinken hat man immer so viele wie Schwalbenschwänze plus einen abschließenden. In meinem Fall heißt das bei 3 Schwalbenschwänzen 4 Zinken. Wenn man jetzt sagt, dass ein Schwalbenschwanz immer 2 Teile und ein Zinken immer einen Teil einnimmt, brauche ich also 10 Teile, weil 2 mal 3 für die Teile der Schwalben plus 4 für die Teile der Zinken gleich 10. Also teile ich das Brett jetzt in 10 gleich große Teile ein. 80 mm durch 10 ergibt 8 mm große Teile. Was sich in diesem Fall sehr einfach rechnerisch lösen lässt, ist bei anderen Teilungen nicht immer so einfach. In dem Fall kann man ein Lineal einfach schräg an das Brett auflegen, sodass unten die 1 anliegt und oben die Zahl der benötigten Teilungen. Wenn man dann bei jedem Zentimeter eine Markierung macht, hat man das Brett gleichmäßig eingeteilt. So, als nächstes kann man die Schwalbenschwänze einzeichnen. Die haben unterschiedlich steile Winkel, je nachdem welches Holz man verwendet. Bei Weichholz verwendet man ein Verhältnis von 1:6, bei Hartholz 1:7. Man kann nun noch eine Linie ziehen in 3-facher Brettstärke von der Vorderkante oder etwas mehr, wenn der Winkel flacher werden soll. Dadurch ergeben sich die Schnittpunkte, von denen man seine Schwalbenschwänze dann ziehen kann. Oder man hat eine Zinkenschablone, die diese Schräge von 1:6 oder 1:7 schon vorgibt. Dann kann man sich diesen letzten Strich sparen und die Schablone an den Schnittpunkten der Einteilung und der halben Brettstärke anlegen. Ich hatte so eine Schablone, das beschleunigt den Vorgang ein wenig. Danach markiere ich noch, welche Teile weggeschnitten werden sollen und welche stehen bleiben. Auch wenn das als Betrachter offensichtlich ist, verliert man manchmal diese einfache Übersicht, wenn man sich auf den Schnitt konzentriert. Die schrägen Schnitte mache ich erst einmal nur auf einer Seite, drehe dann das Brett um und mache alle gegenüberliegenden Schnitte. So hält man seine Hand immer im gleichen Winkel und hat eine höhere Wiederholgenauigkeit, als wenn man alle Schnitte von einer Seite macht. Die äußersten Zinken kann man noch freischneiden. Damit er auch ja nichts ausreißen kann, ritze ich den Schnitt wieder vorher mit dem Markiermesser an. So entsteht auch gleich eine klitzekleine Führungsnut für die Säge.
Und noch ein Tipp. Schaut euch meine verkrüppelte Körperhaltung an. Das ist anstrengend und ungesund, sorgt obendrein nach 1-2 Stunden für ungenauere Arbeit. Zinkungen sind Präzisionsarbeit. Man muss nah ran, um zu sehen, was man tut. Setzt euch dafür hin. Egal, was euch irgendwelche sadistischen Altgesellen oder Meister erzählen wollen, es gibt keinen Grund, bei solcher Arbeit zu stehen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, schnappt euch einen Stuhl oder Hocker und setzt euch. Das Arbeiten wird viel angenehmer, eure Präzision höher und euer Rücken wird es euch danken. Wenn die Schwalbenschwänze ausgestemmt sind, geht es nun um die Zinken. Die kann man sich auch vorher anzeichnen, einfacher ist es aber erst, die Schwalbenschwänze auszustemmen, dann auf das Gegenstück aufzulegen und sie zu überreißen. Ich gehe danach noch einmal mit der Schablone drüber, um die Markierungen noch tiefer zu machen. Beim Überreißen muss man sich sehr darauf konzentrieren, dass nichts verrutscht, deshalb kann man mit dem Markiermesser nicht den gleichen Druck ausüben. Jetzt könnt ihr auch erkennen, dass ich keine klassische, durchgehende Schwalbenschwanzzinkung mache, sondern eine halbverdeckte. Das heißt, die Schwalbenschwänze sind etwas kürzer als gewöhnlich, dadurch sind sie in der Front später nicht zu sehen. Für den unteren Riss nehme ich dafür wieder mein Streichmaß. Die Schnitte muss ich in diesem Fall alle von einer Seite machen, weil halbverdeckte Zinken nun mal halbverdeckt sind. Das heißt, man sieht sie nur von einer Seite, kann also auch nur von einer Seite daran arbeiten. Um die Höhe der Zinken genau zu treffen und beim Ausstemmen plan zu bleiben, habe ich mir diese Leiste zurechtgehobelt. Die hat genau die Höhe, die ich brauche, und ich kann sie als Führung für mein Stemmeisen benutzen. In die hinteren Ecken kommt man mit dem Markiermesser noch ganz gut. Das kann man in dem Fall nutzen, um kleine Überstände abzuschneiden. Und so macht man eine halbverdeckte Schwalbenschwanzzinkung. Das Ganze wiederhole ich jetzt noch einmal auf der anderen Seite und habe so am Ende einen fertigen Schubkasten. Im vorderen Bereich habe ich wie gesagt halbverdeckte Schwalbenschwänze benutzt. Im hinteren Teil habe ich ganz normale Schwalbenschwänze verwendet. Die sind etwas einfacher in der Ausführung und da hinten sieht man sie eh nicht. An der Kreissäge habe ich die Seiten noch eingenutet, sodass man den Boden hineinschieben kann. Im Anschluss das Ganze verleimt und dann zumindest den klassisch geführten Kasten seitlich noch eingenutet. Diese Nut geht nicht ganz durch, sondern endet hinter dem Frontstück. In diese Nut greift dann die Hängeleiste. Die habe ich aus Mahagonistücken zurechtgeschnitten und gehobelt. Damit die in genau der richtigen Höhe sitzen, habe ich mir einen 1-2-3-Block mit ein paar Glasklötzen untergelegt. Mit der Führung war ich überhaupt nicht zufrieden. Ich habe die Hängeleisten stückweise flacher geschliffen, bis der Schubkasten gut lief. Im letzten Schritt habe ich dann aber übertrieben und zu viel weggenommen, sodass der Schubkasten jetzt Spiel hat und leicht wackelt. Das ließe sich recht einfach mit 2 neuen Hängeleisten beheben, aber dafür hatte ich schlicht keine Zeit mehr, weil ich schon kurz vor der Präsentation stand. Aber weiter mit dem letzten Schubkasten. Hierfür hatte ich ein Stück vorbereitet, mit Mahagoni-Einleimern versehen und mit Phoenix belegt. Es dann mittig geteilt, um 2 gleich große Stücke zu erhalten. Die nute ich jetzt noch für den Boden ein.
An ihren Enden benötigen diese Stücke noch einen Anleimer. Tatsächlich habe ich den schon in der Planung schlicht vergessen und erst beim Nuten fiel mir auf, dass am Schubkasten hinten ja die rohe Tischlerplatte zu sehen wäre. Also bringe ich das jetzt im Nachhinein an. Es handelt sich dann, wie in Teil 2 dieser Serie schon erklärt, nicht um einen Einleimer, sondern einen Anleimer. Zum Glück sieht man die Stelle später sowieso kaum. Dieses Holzstück dient als Zulage, um den Druck der Zwinge gleichmäßig zu verteilen. Die überstehenden Enden schneide ich mit einer Dübelsäge exakt bündig. Diese Säge hat keine Schränkung, deshalb kann man damit direkt an Flächen anliegend sägen, ohne irgendwas zu zerkratzen. Für solche Fälle ist das ideal. Danach hobel ich die Seiten noch bei, bis sie bündig mit dem Phoenix sitzen. Bei Furnier würde man das einfach schleifen, aber der Phoenix-Schichtstoff kann nicht geschliffen werden. Er sollte eher keine Kratzer abbekommen, deshalb hobel ich das Ganze auch ganz leicht schräg, damit es an der Verbindungsstelle bündig wird, ohne dass ich mit dem Hobel in das Phoenix schneide. Danach habe ich noch die Nut für den Boden ausgeschnitten, die wird ja durch den Anleimer wieder verdeckt. Dafür benutze ich wieder die Dübelsäge. Der Schubkasten wird ohne aufwendige Zinkung verbunden. Es handelt sich ja auch nicht um Vollholz. Es kommen wieder Lamellos zum Einsatz. Und der Boden wird nur in die Nut eingeschoben und dann von unten in die Rückwand geschraubt. Diese Dinger verbinden den Schubkasten mit den Führungsschienen. Man kann ihn dann einfach einklicken. Die werden am Boden und am Frontstück befestigt. Das Frontstück ist noch nicht dran, deshalb hilft mir diese Leiste bei der Positionierung. Das Frontstück ist der Rahmen mit Glasfüllung, den ich in Teil 3 gefertigt habe. Er braucht jetzt noch eine Nut, die den Boden des Schubkastens halten wird. Die mache ich an der Fräse. Ich glaube, bei keinem anderen Teil hatte ich so eine Angst, etwas kaputt zu machen. Wenn ich mich irgendwie vertan oder vermessen habe, würde der Fräser die Scheibe erreichen und das Glas zerstören. Das wäre zum einen gefährlich, zum anderen würde ich es aber nicht rechtzeitig ersetzen und neu fertigen können, womit ich wahrscheinlich durch die Prüfung gefallen wäre.
aber es lief alles glatt. Den Rahmen befestige ich dann mit Dübeln, genauso wie bei dem anderen mechanisch geführten Schubkasten. Und hier habe ich vergessen, mein Mikrofon einzuschalten. Jetzt sind alle Schubkästen drin. Im nächsten Teil geht es dann noch um die letzten Feinheiten, Beschläge und die finale Ausstellung.